Vor allem in der Ferienzeit bietet es sich hier an, unsere Übeeinheiten zu Hause, im Urlaub, auf Reisen mit dem Übedämpfer zu gestalten. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich habe jetzt hier den Whisper von Mr. Buzzer persönlich und es geht jetzt nicht speziell um diesen Dämpfer, sondern es geht um das Spielen mit dem Dämpfer. Wie ihr wisst, der Dämpfer, der Überdämpfer ist dafür da, um eben die Lautstärke zu reduzieren. Und das macht dieser Dämpfer wirklich sehr, sehr gut, so wie viele andere auch. Hier haben wir den Vorteil, er hat ein relativ offenes Spielgefühl, das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt wollen wir als Trompeter, als Blechbläser ja immer einen wunderbaren runden und vollen Ton, einen wunderbaren vollen runden Klang erzeugen. Und da ist immer das Problem, dass man natürlich mit dem gedämpften Ton durch den Überdämpfer immer versucht, etwas mehr zu geben. Also nicht im Mezzoforte oder Forte-Bereich zu spielen, sondern wir sind dann schon im Fortissimo oder eventuell sogar noch im Forte-Fortissimo-Bereich. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil, wie ihr seht, der Überdämpfer lässt hier ziemlich wenig Druck ab. Das heißt, dieses Druckgefühl im Körper steigt schneller an, als wenn ich offen spielen würde. Das ist ja klar. Und jetzt muss ich mit dem Überdämpfer mich disziplinieren und eine normale Lautstärke wählen, vielleicht sogar noch eine halbe Stufe drunter. Also eher im Mezzo-Piano-Bereich. Und dann eben nicht diesen Idealklang suchen, sondern es geht darum, dass wir uns eben mit Spielen der Trompete auch in ungünstigen Akustiken mit Nachbarn, mit anderen Urlaubern immer noch fit halten können. Das heißt für uns Überdämpfer rein, Lautstärke reduzieren und seine Sachen eben spielen. Darum geht es vom Prinzip her mit dem Spielen mit dem Überdämpfer. Das heißt, wir haben regulär, das wäre die Idealsituation, immer eine Übesituation, in der wir offen spielen können. Das ist nicht immer möglich und deswegen muss der Überdämpfer eben mitgenommen werden, ab in die Trompete. Und wir liegen dann ungefähr bei 76, 77, 78 Dezibel. Also wenn du ein Radio anschaltest und es laufen lässt, das ist unsere Lautstärke, mit der wir uns gerade eben bewegen. Wenn du zum Beispiel ein Radio an hättest, da könntest du dir die Musik anhören und könntest dich aber wirklich noch gut unterhalten. Und auch so mit dem Überdämpfer an dieser Stelle. Das heißt, du spielst dann und lässt hier eben die Luft fließen. Spielst deine Melodien, kleine Kinderlieder und so weiter und so fort. Also Sachen, die man einfach auswendig kann. Beziehungsweise natürlich auch jederzeit Sachen nach Noten, wenn du das Material dabei hast. Das Wichtige ist nur Lautstärke reduzieren. Und üben, damit du eben auch wieder aus dem Urlaub zurückkommst und fit bist. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.